Dann gespielt das junges Pferden und nach hier dort geschlagen dat. Du so erst ein Ola Krug, so irgendwo was dort verschlagen dat. Und hei kippt und an, als nicht richtig, hobt dat er was irgendwas sehr viel wertvolles fing. Jungs, die werden ja mal Hüllen und auf und viele andere Handschriften. Und du so, fing sie dort die ganze Bibel, das ist wieder davon. In Jesaja zum Beispiel ganz, fangen sie ganz vollständig. Ja, eine Rolle, was ganz vollständig wird. Von wo kommt diese her, diese Rollen? Ja, was hält man es da? Wann all 400 Jahre 3 Menschen zum Glauben kommen, was halten diese hier? Weil, was uns dabei sagen, dass sie diese Schriftrollen finden, und dass sie finden, wo kriegt die Übereinstimmung mit was wir von der haben und mit der anderen Schriftrollen, die sie all ab verschiedenen anderen Städten in alle Synagogen oder irgendwo in der Höhlen gefunden haben, wo schmeckt das zupassen da? Dort an der Lia nicht ein bisschen geändert wird, sondern bloß mehr Licht auf das Ganze. Hier und da wird ein kleiner Unterschied, hier wird ein bisschen Schriftfehler, da wird noch anderes, und aber was du so einen Unterschied merkst, in der Glaubenslinie, teilt nicht. Und besonders diese Jesaja-Roll, wo meist 100%ig der Topos mit Rollen, die so 500 Jahre Luther geschrieben werden, und mit der Bibel, das wir von der haben. Im Inhalt ändert das nicht. Dort sage ich uns bloß dann, dort Wut, was wir haben, dort können wir vertrauen, dort können wir glauben. Dort soll uns bloß einmal sicherer merken. Wenn du dann so viele Menschen über dem, und das ist der einer mit, ein junger Mann, ganz dicht bei ihm und sagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Leider zu sehen, ich fing mich nicht reich mit der Ganze, ich kann nicht sein, wo ich an den glauben soll. Ehrlicher, für natürlicher Jung. Und dann sage ich bloß, ich leih Gott zu sehen, ich habe nicht in die Brücke von Gott. Ich will nicht was davon. Wenn alles dort, was von der Tag angeht, von so tun, ist wichtig, immer weiter zu sein. Dort Wort, was wir haben, dort ist Gott sein Wort. Und dort ist zuverlässig, und dort ist zu glauben, dort ist zu vertrauen. Wenn dort sei wie du, in dieser Schriftraum, du, wollen nicht viel nennen, in diese Gruppe Menschen, was du so werden, aber der, was du so, haben Schriftraum aufgeschrieben. Da wird eine Gruppe, der Essener, was du so sehr, gleich die Schrift aufgeschrieben. Sehr darum bemüht werden, einmal alles aufzuschreiben. Und die haben dann, als sie bedrängt waren, und ganz besonders als Jerusalem so versteht worden, in der Zeit vor dem, wo alles ein bisschen so ausgehen, dann haben die sich ein Pott abgeholt, so in der Gegend irgendwo, und dann haben sie ihre Bibliothek, ihre Schriftraum alle, zu verstärken, dass die nicht so versteht worden. So Gott hat diese Essener, diese Menschen gebraucht, wo du so mit sehr großen Mut, mit großer Freude, mit großem Eifer die Schriftraum aufschreiben, da hat gebraucht, um du so diese Manuskripte, diese alle Schriftraum, so abzubewahren, dort wie von der Proof zu verhören, dort wo Gottes Aswort hat. Wenn du dann immer mehr Bibeln, nie Bibeln, wo du rauskommen, und auch Tschwaken, wo du so dort wird nicht mehr beim Wort nehmen. Was dort ausleihen tun, nur er bleiben nur. Das ist so eine Rolle, wo das Hebräische noch ein bisschen die Buchstaben, die Konsonanten wird. Das ist Boy und So geschrieben. Großer Boy, großer So, großer Dei, niemals kleine. Und das dort wird es noch, also wird eine alte Rolle. Und sie haben es getestet, dort ist noch von vor Christus, diese Rolle, wo die stand hat. Von vor Jesu in der Zeit haben sie die all aufgeschrieben und abgewahrt. Na, vielleicht sagen wir, was hat uns dort, was bedeutet das? Weil du sind über dem so sehr viele Quaken, so sehr viele Kritiker, die die Bibel kritisieren. Die sagen, Jesaja, wo der geschrieben hat, wo Jesus wird leiden, dass allmählich dort kann vor Jesu in der Zeit geschrieben sein. Ich habe Jesus gelesen, dann haben sie bis oft geschrieben, abgeschrieben, wo Jesus gelesen hat. Wenn so klar ist geschrieben ist, so in Einzelheiten, dort vor dem geschrieben, und hier mit das, immer kann sein, dort stimmt nicht. Sie sind arreich. Was die wollen, mir springen, dort sei arreich sein. Und seine Dinge, die sie noch besäumen. Wir haben ein Wort, was so wahrhaftig ist. Denn dein Wort ist nichts, denn Wahrheit. Alle Recht, mehr geschrieben, als was die Linie lang wird, müssen sie es wahrschmieden.
Das wird dann nicht gut. Das muss ab der Linie geschrieben, dass es schmacklich wird sein. Und dann, das muss mit schwarzer Tint, keine andere. Und du willst ein Rezept, wo sie die Tint anrühren, und kein anderes Rezept, das muss kein dort Rezept nur. Und man muss du so ein Original haben, was sehr zuverlässig ist, wo man aufschreiben darf. Und auswendig, wenn ich gut den falsch auswendig kann, dann kann ich nicht auswendig schreiben. Jeder Buchstabe, was ich hier auf dem Blatt gesehen habe, habe ich den schreiben da. Nicht in Gedächtnis schreiben. Wie sagen wir noch? Auf einer Stelle, Mana würde aufschreiben, so Geschmack, das, was ich dann so getroffen habe, sie schreiben das auf. Und wo wir die 9 soll, wo das anfangen soll, das 5. Buch Mose, das soll auf eine Seite fertig werden. Und dann, was sehr wichtig ist, sie müssen sich ihr spuden, sie müssen ihr im Lochnen mit Wasser, dort sie rein werden, einmal gewaschen, bevor sie ihn schreiben. Und die muss auch sich jüdisch eingetragen haben, die können nicht irgendwas Kleider anhaben. Wenn die Gott sie nun, Jahwe, wenn die den will schreiben, dann kann der Fahrer nicht gut eingedruckt sein. Du musst vor dem Besser geschrieben haben, dass wenn der Gott schreiben, das muss nicht mit einer Lade und nicht mit einer volle Fahrer sein. Und wenn über dem gerade ein König wird, wenn der eine Frau stellen, über dem, was der Gott schreiben wird, die kann ich beantworten. Dort muss der Schmack ausschreiben, wenn ich ausgeschrieben habe, dann kann die Frau beantworten. So ernst, nimmt er das, so herrlich wird verehrt, das zu schreiben. Und so verschiedene andere Regeln abnehmen, was sie haben. Versucht diese andere Spielen, was wir zu tun haben. Das Wort, was wir haben, ein dritter Ding, ist, das ist genug. Psalm 119,44 sagt, und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Fröhlich, wenn wir hier wurden checken im Hebräischen, dann sage ich dir, ich habe genug Raum zu mir bewegen. Das ist nicht eng. Das Wort, das uns nicht eng merken. Das nicht uns alle Frieden wahrnehmen im Leben. Ich wandle fröhlich. Also ich habe einen Teil Raum. Ich habe alles, was ich brauche. Psalm 13, 24 sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das Wort, das ist genug. Und was das Wort noch? Das verändert. Noch einmal verändert dort. Noch einmal merkt das Sender. To helje. Das ist das Wundervolle von dort Wort, womit wir zu tun haben. Nummer 466. Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erde, wenn unsere Stützen zerbrechen, es bleibt, wenn auch erlöschen die Stellen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns will entschwinden und mit Weg sinken in heißen Streiten, was Gott mag geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch erlöschen die Sterne alle. Was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände dann für mich werben. Was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben,
bleibt bestimmt, wenn auch erlöschen die Sterne alle. Was Gott verheißen, bleibt bestimmt. Was Gott verheißen, hält auch am Tage. Was beben, es bleibt bestimmt, wenn auch erlöschen die Sterne alle. Was Gott verheißen, bleibt bestimmt. Feier 124. Feier 124. Der Herr hat viel für mich getan, ich werde ihn immer lieben. Er leitet Bahn, ich werde ihn immer lieben. Ich werde immer lieben, den Heiland, den Heiland. Ich werde ihn immer lieben, er tat so viel für mich. Er steht mir alle Tage bei, ich werde ihn immer lieben. Und seine Gnade macht mich frei, ich werde ihn immer lieben. Ich werde ihn immer lieben, den Heiland, den Heiland. Ich werde ihn immer lieben, er tat so viel für mich. Und auch ich werde ihn erleben. Mein bester Freund ist Jesus Christ, ich werde ihn immer lieben. Ich werde ihn immer lieben. Mich glauben, Herr, lehre mich vertrauen, das von Lebensseele für dich gewinnt, lehre mich flehen. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Lehre mich flehen, Kraft deines mich flehen. Lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Eilend die Zeit vergeht, lehre mich flehen. Sieh meine Schwachheit an, nimm mir das Kleinnutzband, das ich absiegen kann, lehre mich flehen. Lehre mich glauben, Herr, lehre dich dann mein Werk anschauen an, das ich. Gut, wir nehmen uns Bullet Friedensfeld bei der Fern. Und als Bekanntmerkung erstens von der Klock 2 ganze Gemeinde, Sporthalle. Und selbstverständlich, dass das einmal ist. Zweitens, die Schule, die wird nie in Stunde. Das ist einmal eine Bekanntmerkung von Ihnen alle, dass wir daran denken wollen. Montags morgens bei der Klassen ist bei der Uni-Reich wieder. Zweitens, denken sich, dort wird verdammt Plan die Schwester checkt. Erstens, mit Bibelstunde wieder mit dem Nehemiah-Buch. Und die Anleitung ist von Bruder Johnny 105.
Siebtens, der Chor, der wird dann auch nicht top sein, aber der wird Freitag in Friedensort sein. Sie haben Versammlungen und sie halten diese mit Gesang mit. Nächstens, Klock 8, Freitag, Klock 7, zu ist erst Jugendstunde. Neuntens, sind um Klock 7 morgens erst für die Gebetsstunde, Männer und Jünglinge. Tienens, in diesem Werk wird weiter das Schuljahr eingefordert worden. Elftens, das Missionskomitee, die brauchen anderthalb für dieses Werk. Sie planen Freitag und sind wenn das war, das wird erlauben, planen sie, wo ein Gebiet durchzubrechen, oder wenigstens Dagen halten sie wieder diese raufnehmen und rütnehmen. Und das ist so, was sie in den Bäumen bringen wollen. Du hast eine gute Gelegenheit, Material das dort loszunehmen und dort in den Bäumen zu führen, wo gebaut wird. Manche in die anderen so wieder. So, nun habe ich alle Gelegenheit, Männer und Jungs, Freitag und Sonntag zu halten in Scheinbach oder in der Darpa, wo es ist, wo diese Gebiete sind, vielleicht auch nicht, sind wir nicht ganz sicher. So, Martin und die Brüder, Adi Wieb, was in der allgemeinen Missionskomitee ist, in unserer Lokale hier, die Brüder Corny Peters und Jacob Wieb, haben auch, sie hier sind die Fuhrnummer, Schmalkin beend, dass sie können so was ablehnen, was planen für den Tag. Und sie können gute Kraften brauchen, um die hostlichen Teil zu beschädigen. So, muss ich nicht merken. 12. Fürbitte, wenn wir wieder merken mit neuen Distrikt, und dort bedient auch selbstverständlich, so wie auch bei uns geredet haben, nie deiner. So, wenn wir über ganz anfangen zu beten, wenn wir checken, was der Herr will, wo wir wieder merken mit dieser ganzen Sache. Und ebenso auch Versammlungen, in Friedensort sind diese Werkversammlungen. Sie haben gefragt, aus von Schönfeld wird ein bisschen mitgehalten worden, einzelne Botschaften von hier. Und unsere Deiner wollen diese auch reden, diverse Botschaften. Und auch hier in Schönfeld, weil wir, das wir auch gesagt haben, der 24. Anfang. Wir haben auch geredet von Sonntag Service, den 25. Also ein Werk wieder. Und am Montag denken sie an Netwerk. Und wegen der Geschwistertag, die noch sind, wo passen, haben wir nun das angestellt, dass wir all Sonntagsmorgens anfangen damit. So wir haben uns morgen den 25. also nächsten Sonntag, Vormittag, dann haben wir alle die erste Botschaft, so ist die zweite, und dann Montag in Dienstag noch. In Melbeck ist dann der Schwestertag. Wir uns das morgen. Und das ist auch die Gelegenheit, wenn einer oder andere wird, gleich deiner Lied anzuladen, zum Multit, weil auch klar ist, dass es Baumens von Kamee, dass sie hier so ankommen sind und dann hier so bei Sonntag sowas oder Montag in Zeit sein, ist die Gelegenheit vereint. Und für den Sachen sowas, für die deiner Lied Henry Ungers, wird Luther klar sein, aber wenn wir interessiert ist, in anzuladen, mal und dann können wir Luther sagen, wo das utkommt, oder ob du noch eine Gelegenheit ist. Aber wenn wir immer weiten, dass du wer right ist, dann können wir das ordnen. Nächstens, ein jeder handle so, als wollte Gott eine große Tat durch ihn vollbringen. Also wenn wir so handeln, dass wir Gott gefällig dort merken. Ist da noch was fehlt, immer es über sein? Okay, gut, dann haben wir wieder die Botschaft von Bruder John. Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als ein Verrecht von der war Tisch zu sein, hier in der Gemeinschaft mit Jünd, und zu sein, wo viel Torhorcher kommen, am Gottes Wort anzuhören. Und dann merkte ich immer mal ein bisschen so gespannt, oder Wassermoten ungerecht, ja. Was hat geredet worden, was der Herr von der Welt geredet hat. Hier haben manchmal die Brüder am Mädweg, wenn sie abgehoben haben, nach Öffnung zu merken, dann seien sie an der Rechte ziemlich ab. Wenn die beste Mette, den letzten Mädweg, noch an der Erbauung stehen, dann stand eine Gruppe Brüder noch eine Erholung findet. Dann trocken sie mir über dem, damit nur in dem Kranz lernen, frühen,
wanneer hielt dat op? Dat opgerecht te zijn, oder te flatteren, voor de verzameling op te staan. En ik gaf de antwoord, vraag mij wanneer ik 85 zie. Zo, nu lüg ik. Wat ze dan worden van een vrouw stellen, maar haar moet dan wat leven schenken. Goed. Had je vandaag een thema, dat zijn woorden uit de Bijbel, dat zijn plus 4 woorden. Voor mij zijn het zeer positieve woorden. Aanspornende woorden, en ik hoop dat wat vandaag van ons allen zijn. En mijn thema is vandaag, Christus is mijn leven. Christus is mijn leven. Daar hebben we ons een tekst nemen met Filipper kapitel 1. Ik wil lezen van vers 12, wieder bij vers 26. Filipper kapitel 1, 12. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass, wie es mich steht, dass es nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten, also dass meine Bande offenbar geworden sind in Christo, in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen, und viele Brüder in dem Herrn aus meinen Banden Zuversicht gewonnen haben und desto kühner geworden sind, das Wort zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christum auch um Neides und Haares willen, etliche aber aus guter Meinung. Jene verkündigen Christum aus Zank und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Triebsal zuwenden, meinen Banden. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was tut's aber? Dass nur Christus verkündigt werde, allerlei Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit. So freue ich mich doch darin und will mich auch freuen. Denn ich durch euer Gebet, gleich wie sonst alle Zeit auch, also als Christus priesen werde, aber im Fleischleben dient nicht, welches ich erwählen soll. Denn es liegt mir bei zu bleiben, dass ich bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und Freude des Glaubens, auf dass ihr euch sehr rühmen möget in Christus Jesu mir, wenn ich wieder zu euch komme. Aber so wie den Bibelausschnitt von dir, und besonders, weil wir uns von dir konzentrieren, auf das Gedanken, Christus ist mein Leben. Wir können auch in Iran sein, dass Paulus seines Sterbens mein Gewinn, dort allein kann auch eine ganze Predigt sein. Aber von der ein bisschen mehr, Christus ist mein Leben. Leichem denkt er nicht wahr? Und weil wir das mal dem ansehen, das schreibend, das wird im Gefängnis, geschrieben, im Gefängnis geschickt. Der Apostel Paulus, das verstehende Leute, wie in Ephesus in die Gefangenschaft, wenn sie an diese Gemeinde dort zu Philipp geschrieben haben. Und was wird die Ursache von seiner Gefangenschaft? Was wird das, was er begonnen hat, dass er dort in die Gefangenschaft war? Und wir lesen es hier, dass wir um des Evangeliums willen. Keiner von uns hat wegen das Evangelium im Gefängnis zugebracht von einer langen Zeit. Der Apostel Paulus hat diese Erfahrung gemacht, mehr als einmal, war erholt, hat diese Erfahrung gemacht, wegen das Evangelium, das er im Gefängnis war. Aber von der ist eine besondere Anspornung zu uns, was wir von der leben, dass einer, was im Gefängnis war, wegen das Evangelium, das wieder zu drehen, das wir haben so wichtig, dass er sagt, dass Christus ist mein Leben. Er hält danach ganz fast, und er wird nicht entmutigt, nicht, weil er auch dort sich zugedacht hat, dass er muss im Gefängnis sein. Er mögt das nicht mutlos. Er mögt das voll gestimmt. Wie wir lesen es hier, dort im 12. Vers, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, dass wie es mich steht, nämlich dass in die Gefangenschaft wir, dass es nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Ich will nicht weiterlassen, je was im Glauben stehen, Brüder, ich will nicht weiterlassen, dort als bloß dort toegedracht, has ich dort toegedracht, dass es nach meinem Evangelium bekannt gemacht worden, durch dem, dass ich in die Gefangenschaft sehe. Paulus hat gedacht sein, wenn das alles ist, ich gebe ab. So leicht habe ich geneigt abzugeben, nicht wahr, wenn ich alles nur wünschen will, jetzt, wenn man wohl mit schwor jetzt. Und wir haben ein sehr klares Bild von einem, was in die Gefangenschaft wir, und er freut sich, dort, indem er in die Gefangenschaft ist, was hat die hier in Kirche auf Teuer gedacht, das Evangelium ist bloß wiedergegangen worden.
Seine Bahnen werden weit und breit bekannt geworden im ganzen Rechtshus, und das sagt auch wieder, die wir hier lesen, und bei den anderen allen weit und breit ist bekannt geworden. Und was sagt er? Bloß Gott von Christus gepredigt wird. Und dann muss er einmal das erfahren, was in der Gefangenschaft ist, dass einige den Christus predigen, uit Neid, und sogar uit Hader. Die waren Menschen, die neidisch werden über Paulus, dass er so einen Erfolg hat gehabt im Predigen, und sie waren neidisch über Paulus, und sie dann auch predigen. Aber Paulus sagt, das ist gut. So allein an Christus gepredigt wird. Wenn den Herrn Jesus bekannt gemacht wird, wenn sie dann nicht nicht tun, dann sagt er, das ist gut, lass ihn predigen. Und andere, die sogar uit Hader, die haben das einfach sehr entzürnt Paulus gegenüber. Aber lass ihn Christus predigen, allein an Christus gepredigt wird. So eine Einstellung hat er. Und andere wieder, und wir bloß am zu tun, dass Menschen, die mit Jesus bekannt gemacht wurden, und er sagt, ich komme Gefängnis sehen, dass dein bloß zu tun, dass das Evangelium nach Bose verbreitet wird. Und dann im 20. Vers, der Los uns diesen Weg, im 20. Vers, der letzte ein, gleich wie sonst alle Zeit, also auch jetzt, Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. So, er sagt, er schreibt diesen Weg, mir ist bloß darum zu tun, dass Christus wird hochgepriesen worden. Also dann nur für mich wird mein Tod, er rechnet mit, kann passieren, so wird er hier leben im Gefängnis. So eine Gedanken hat er, aber über dem hat er Überzeugung, no, Gott will noch wieder leben da. Er bringt er wieder raus am Tag, weil lass sich verstehen, dass ich so eine Gedanken gehabt habe, kann in mein Leben kosten. Und woanders, so viel soll wir in handgerecht worden, woanders kann ich am handgerecht werden einmal. Aber das ist okay. Was immer. Allein der Christus wird hochgepriesen worden. So, das sagt uns so viel, dass diesem Strieder Jesu Christi ging es darum, dass sein Leben wird für Christus da sein. Und wenn es dann wird sein Leben kosten, lasst es kosten. Und sehen wir hier ist einer, der angestoßen hat. Wir haben von Paulus das Zeugnis, dass er stark gegen die Christen geschafft hat. Er ist sehr stark gegen Christus geschafft. Und nun von dir sagt in unserem Tag, Christus ist mein Leben. Also sei wir bloß auf eine gewaltige Veränderung gegeben, nicht wahr? Wir bloß von klein denkst du wieder, im 3. Kapitel hier in Philipperbrief, dann fingen wir das durch, dass Paulus als ein vollkommener Pharisäer, der hat einmal diese Wandlung gemacht in seinem Leben. Wir würden in Philipper Kapitel 3, Vers 4 wieder, wie wohl ich auch habe, dass ich mich Fleisches rühmen könnte. Nur einmal diesen vollkommenen Pharisäer hier mit bechecken. Wenn ich würde haben, dass ich mir würden Fleisch nur riemen kann. So ein anderer sich denken lässt, dass kann sich Fleisches riemen. Ich kann das viel mehr. Wenn irgendwann nur wird leben, dass er nur Fleisch nur sich riemen kann, dann sagt Paulus, er kann noch viel mehr als irgendwer. Wohin? Der ich am 8. Tag beschnitten bin, der ist eine Ursache. Einer aus dem Volk Israel, die nächste Ursache. Das ist die Geschlecht Benjamin, die nächste Ursache. Ein Hebräer von Hebräern, die nächste Ursache. Und nach dem Gesetz ein Pharisäer. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen. Unsträflich. Ein vollkommener Pharisäer habe ich hier, nicht wahr? Bloß mal so alles neu kommen, unsträflich. Er kann geeifert, sagt er. Er kann angestehen für das, was ich getan habe, als ein Pharisäer. Was sagt uns das Wort hier wieder? Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Kenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Seht mal, ein vollkommener Pharisäer, alles so gut neu gekommen. Aber sagt, dort, was ich von Gewinn holen da, das hole ich nicht alles bloß als ein Schulden. Und ich achte das Blut, aus der Kot, aus Blut, wohin? Omdat ich mit mehr bekannt worden mit der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn.
En krijgt dort 27 Tages van jou. Dat is wat er passiert in zijn leven. En dat passiert van jou in een mensenleven. Wo mensen die Wandlung mehr in der Entscheidung trafen von dem Herrn Jesus, dann einmal sagen wir bloß, dass wir haben die ganze Wandlung gegeben, nicht wahr? Und die Menschen können mit einem ganz abrechnet Wort sagen, Christus ist mein Leben. Nicht bloß Christus ist ja in sein Leben, Christus ist mein Leben. Von der Entscheidung, die ich getroffen habe, nu ist es dort in mein Leben, ja? In dem Apostel Paulus, der brennenden Eifer, haben wir brennend für Christus da. Und dann wird es kost. Er ging verweg. Er gab nicht ab. Und Eifern ist gut. Er schrift selbst in Galater Kapitel 4, Vers 18, sagt er, das macht Eifern ist gut, wenn es immer da geschieht das Gute. Das ist ganz gut, wenn die eifrig worden ist. Aber da ivern, für was? Für das Gute. Das wird der Apostel Paulus tut. Er wie ein Eiferer. Und er sehr fast angestanden für die Wahrheit. Und er ivert. Erst ivert er gegen Christus. Mit einem sehr besonderen Eifer. Und wenn es sich angewangen wird, dann eifert er wieder. Weil wie Gott das Eifern in den Arm abgehört hat, er eifert wieder, aber nun eifert er für Christus Jesus. Er stund nicht an für Jesus. Kein Wunder, dass er immer geschrieben hat, Christus ist mein Leben. Frau, was ist Anzeugnis? Hier haben sie ein klares Zeugnis von einem, was eine Warnung gemerkt hat. Und was der Frieden Zeugende davon, dass er diese Warnung gemerkt hat. Aber von der ist die Frau, was ist Anzeugnis? Was bist du ein Kranz hier sitzt, am Schenkfeld Schweig merken? In Köln merken, wir nehmen sie mal alles der Taub. Was ist Anzeugnis? Christus ist mein Leben. Das ist dann. Wo den Kranz mit viel kleiner mit bloß mal ram mich. Und ram die, ein kleiner Kranz mit. Dort werden gewandt sein. Ich leben. Wer erleben Christus ist, für das sterben gewandt. Dann gehen die Eva mit dem Herrn zu sein aller Ewigkeit. Aber viele Menschen, was von der in der lose Hoffnung leben da. Der lebende Herrn und sagen, ich hoffe, dass was irgendwo Gott utfallen. Und ich hoffe, dass los wird Gott utfallen für mich. Und der reden direkt von, wo sehen wir, los fallen wird. Leute to hier, das ist nicht biblisch. Sind Gedanken, dass dort sehen wir, los wird utfallen. Dat etwas anders Christus mein Leben ist. Und wenn Christus Leben ist, ist es nicht mein Leben ist. Er starb nicht mein Gewinn. Dann starb ein schrecklicher Verlust für alle Ewigkeit. Daher habe ich viel Ursache von dir, Gott zu danken, dass das die Genot Gottes, wie kann sein, Christus ist mein Leben. Naja, aber wir sind nicht vollkommen, nicht wahr? Wer ist vollkommen? Keiner von uns. Wir fehlen alle mannigfaltig. Aber leben Sinn der Hand. Lest der Kriegsen Sinn, als Pfarrer Christus angenommen hat. Wir sagen nicht, auch nicht, wo die nimmt den Kampf ab. Und wir sagen vor, dass Menschen gehen, eines nicht wird ab. Aber Gott sei Dank, ich kann sagen, Halleluja. Du hast Leben in Christus. In dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, du hast Leben. In dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, du hast eine Sicht, dass man kann sagen, dass ich von einer Sicht zum anderen geführt, ich darf nicht von ihr legen. Und dort merkt uns Frau gestimmt. Dort, wo die Kinder Gottes Frau sind, die glücklich sind, wird die Kern von Horten sein. Christus ist. Wenn wir an der Christus, in der Mehrheit den Kranz gemerkt, und ich sie mich überzeugt, den Kampf oder den Kampf von meinem Herrn. Was hindert mich dort all die Versuche, was kommen? Was kann die tun an uns? Die kann uns nicht durchbringen, die kann uns nicht in den Grund bringen, wo wir nicht, bis Christus als uns leben. Und war dann gestorben, das an uns gewesen. Aber dann, das scheint wieder hingeran. Das kann man. Ich will Vers 29 anfangen. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Eise vom Felde und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich kosten das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom.
Aber Jakob sprach, verkauf mir heute deine Erstgeburt. Also antwortete siehe, ich weiß, ich muss sterben. Was soll mir denn die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwur mir. Und er schwur ihm und verkaufte also Jakob. Wenn er hungert, verkauft Eise seine Erstgeburt. Was wäre, was Eise verscheiden deed? Hij verkauft die besondere Segen, was sein Vater aber gegeben hat, wenn er das nicht getan hat. Der Segen, was der Älteste in der Familie kriegt. Und hier rote de Verheitung ab den Segen in das also, durch eine Multi, durch den Hunger, durch dem, das am Hunger, verkauft er die Erstgeburt. Und dann sagt uns das Lothar, fängt wir in Hebräer Kapitel 2. Also können wir kein weiter terugdraaien. Dat wir bloß geben, aber wir sind immer weiter, die Folge die sind da. Und immer weiter kommen Menschen in Berührung und haben eine Erholung mit uns. Und man dann sagen, dort, wo wir in der Hand fahren. Und also muss der Person immer atmen. Dass er nicht heute stehen könnte, in das. Und dort würde ich nicht meine Erstgeburt verscheiden. Storben hatte ich allmal. Und er verkauft die, und Lothar verbetterlich gehielt er. Aber wichtig, dass er vandaan, dass er dabei stehen bleiben, dass Christus wie sein Leben. Dan haben wir ein anderes Bild, auch war ein Jüngling. Hij kämpft in Reich der Kampf. Und es ist eine besondere Versuchung, wie ein Tag für Tag versucht wird. Und immer war er. Hij verkauft seine eine Multi. Josef, durch all diese Prüfungen, Tag für Tag, und wenn auch den Rat vom Licht geredet wird, rannte davon. Und dann wird er belehrt, dass er ihm Gefängnis nennt. Aber Christus will sein Leben. Oh, dann bet einer. Wann wir als Kirche, als Gemeinde, würden alle klar haben, Christus als mein Leben. Dass ich sehe, nicht bezieht, wo ich mich konfördern lassen. Sehe mit letzte Weg, wenn ich in der Stadt war, sagt, wenn einer den Meltante, der ich weilen deed, ja, sag ich noch, die Funkte worden, stappt sich das der Müll. Dann dachte ich so, na, wann das Mensch kommt in ferner Dachse, dann war ich das in mir jässlich und wo viele Menschen von der ersten Tag, die weilen in der Meltante rum, weil du würdest an einem ganz vollen Dachse. Du würdest mit dem Herrn Jesus eine intime Gemeinschaft sein, und weilen in der Welt in der Meltante rum, und fängen an, dass sie irgendwas kriegen, wenn sie an Sie wollen sich zufriedenstellen. Sie wollen den Hunger stillen und bringen da wieder Meltante. Du hast es wichtig, dass wir ein Licht sind. Dass wir ein Salz sind auf der Erde. Dass die Welt durch uns kann Christus finden. Wir können von dieser Meltante wegkommen und können in den vollen Dash kommen. Und können mit uns taub im vollen Dash leben. Gut, letztens noch kort mit des Gedanken. Ich weiß, der Hauptgedanke mit Christus ist mein Leben. Aber dann, seht uns sagt, schreibt dort nach diesem Weg, und sterben ist mein Gewinn. Für viele Menschen ist Sterben ein Gewinn gewesen. Dann haben sie gefreut, nicht wahr? Manchmal Menschen sehr leiden dort. Haben lange gelitten in der Krankheit. Dann sage ich manchmal, oh, ich wünsche, ich könnte erlöst werden von seinen Leiden. Aber ich wünsche, ich könnte erst noch erlöst werden von seinen Banden, wo die Band ist. Und dann von den Leiden erlöst werden. Das kann sein, Christus ist mein Leben. Und dann würde ich dann sagen, Gott, ich sehe recht im Sterben. Sterben wird für mich ein Gewinn sein. So, von der Schluss mit das Gedanken, lieber hier, wenn du von dir bestorben, kannst du von der man abrechnet hat sein, sterben ist mein Gewinn. Willst du gesagt, dass Christus ist mein Leben? Ich würde fragen, ob Pastor als ein Doelknein zum Gebet.
Vater im Himmel, wir danken dir von dir, dass wir darum sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das bloß deine Leben, deine Gnade, deine Barmherzigkeit zu verdanken. Himmlischer Vater, ich bete, das wird keine Anspornung sein, das wird sein, an uns zu gehen, zu prüfen, als es wirklich von jedem einen so. Wenn nicht, können wir von dir, dass es dort wollen. Herr, wir beten um die Geistesleitung im Namen Jesu. Amen. Wir wollen uns zum Schluss noch singen, Nummer 387. Schön ist das Leben, glücklich mancher Tag. Sorgen, die liegen mir fern. Doch weicht das Glück und finde ich keine Ruhe. Wohin soll ich gehen, als nur zum Herrn? Wo soll ich gehen? Wohin soll ich nur gehen? Jegliche Hilfe ist mir fern. Ich brauch den Freund, der rettet mich noch heut. Wohin soll ich gehen, als nur zum Herrn? Ich bin gesund, geh froh durch diese Welt, habe mein Leben so gern. Doch werd ich krank und finde ich keine Ruhe. Wohin soll ich gehen, als nur zum Herrn? Wo soll ich gehen? Wohin soll ich nur gehen? Jegliche Hilfe ist mir fern. Ich brauch den Freund, der rettet mich noch heut. Wohin soll ich gehen, als nur zum Herrn? Kurz ist das Leben hier in dieser Welt, lange die Ewigkeit. Drum lasst uns eilen hin zu unserem Herrn, uns zu seiner Herrlichkeit. Wo soll ich gehen? Wohin soll ich nur gehen? Jegliche Hilfe ist mir fern. Ich brauch den Freund, der rettet mich noch heut. Wohin soll ich gehen, als nur zum Herrn? Ich würde Frauen noch abneigen. Und nun, liebe Versammlung, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben als Erbe unter allen, die geheiligt werden. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.